Yeah, hello. This is Pastor James Kimani from Christus Haus Allgäu in Immenstadt. Und ich will dich mit einem Kurzwort ermutigen. Und meine Hauptstelle heute ist vom Richter, Kapitel 7. Und ich will die zweite Vers lesen. Der Herr aber sprach zu Gideon: Das Volk, das bei dir ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben konnte. Israel konnte sich schon gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Halleluja. Dies ist eine Geschichte, wir treffen in Richter, Kapitel 7. Gideon war ein Mann in Israel, der lebt in der Zeit, wenn Israel war unter den Feinden, der Midianiten, der Kanaaniten, der Amalekite. Sie haben Sieg über Israel gehabt, weil Israel hat Sünde gegen Gott gemacht. Und die Bibel sagt, dass diese Leute, diese Feinde sind gekommen, immer wenn die Leute, Israel-Leute hat Ernte, in der Erntezeit, und sie sind gekommen und hat alle Kühe und Schafe und alle, das Israel-Leute gepflanzt hatte, alle geklaut. Und Israel war in so großer Hungersnot. Und Gott ist zu Gideon gekommen und gesagt, Gideon, du kannst Israel helfen, du kannst Israel retten von den Midianiten. Und Gideon hat gesagt, Herr, nein, das geht nicht, ich bin so klein, meine Stamm ist so klein und alle. Aber Gott hat gesagt, nein, wenn ich mit dir, das passiert schon. Und wir lesen hier, dass Gideon hat versucht, eine Armee zu versammeln von Israel. 32.000 Menschen. Ich glaube, sie haben nicht so viele Pferde, weil sie waren nicht wirklich eine Armee sozusagen. Und die Feinde waren mehr, sie waren mehr als 100.000 und sie haben auch Eisenwagen, Kriegwagen. Und für Israel, für Gideon vielleicht die 32.000 war noch so wenig. Aber der Herr hat gesagt, nein, mit 32.000 Israel will denken, dass sie haben Sieg, weil sie haben gut gekämpft. So, die sind so viel. Sie will meine Ruhm nehmen. Und der Herr hat gesagt, das geht nicht. Sage alle die Leute, die Angst haben, zu Hause zu gehen. Und die Bibel sagt, von 32.000, 22.000 sind zu Hause gegangen. Der Herr hat gesagt, die sind noch so viel. Und dann Gott hat so gemacht, dass alle sind zu Hause gegangen, sonst nur 300 Leute sind mit Gideon geblieben. Und der Herr hat gesagt, mit diesen 300 Leuten, ich will dies retten. Ich will Israel retten. Und ich denke für mich, das ist interessant, weil wir denken immer als Menschen, dass wir brauchen viel, dass wir können unsere Sieg sichern. Aber mit der Herr, das ist anders. Wir sehen zum Beispiel in 1. Samuel Kapitel 14, Vers 6, für Jonathan, der Sohn vom König Saul, in die Zeit, wir sehen, dass Saul und die israelite Armee, sie haben keine Pferde. Der Blacksmith, die Leute, die machen die Pferde, sie waren alle Philister. Es war keine Israel Blacksmith, der hatte die für Pferde zu machen. Und als die Armee von den Philistern sind gegen Israel gekommen, Israel hatte keine Chance. Nur Saul, der König, und Jonathan hat Pferde. Alle anderen haben nicht. Und die Philister-Armee hatte alle große Pferde. Aber Jonathan, er hat Glaube in Gott. Und er hat seine Waffenträger gesprochen, gesagt, komm mit mir, ich gehe gegen diese große Menge Feinde. Weil es gibt nichts, das kann Gott stoppen, zu retten mit wenig oder mit vielen. Er kann dich und mir benutzen, wie er kann auch unsere Arme benutzen. Und
Jonathan und seine Waffenträger, sie sind gegen die Feinde gegangen und hat groß Sieg gehabt. Und dies erinnert mich an die Geschichte von Jesus, wenn er hier war. In Matthäus 14, die Bibel sagt, dass es war eine große Menge, 5000 Männer, sie waren verhungert, sie haben kein Essen für 3 Tage. Und Jesus hat zu den Jüngern gesagt, lasse uns diese Leute Essen geben. Und die Jünger haben gesagt, woher können wir genug Futter für diese Leute bekommen oder finden? Und Jesus hat gefragt, was haben ihr? Sie haben gesagt, wir haben nur 5 Brot und 2 Fisch von einer Junge her. Und Jesus hat dies 5 Brot gesegnet. Und die Bibel sagt, dass die 5000 Leute haben alle gegessen, sie waren alle satt. Und endlich, sie haben 12 Körbe gebliebene Brot versammelt. Aber was ist interessant ist, in Kapitel 15, wir haben dieselbe Situation, aber jetzt, sie haben ein bisschen mehr Brot, 7 Brotstück. Und auch die Leute waren ein bisschen weniger, 4000 Leute. Und alle diese Leute haben gegessen, aber sie haben nur 7 Körbe geblieben Brot versammelt. So, 5 Brot, 5000 Leute, aber bliebene Brot 12 Körbe. 7 Brotstück mehr, ja, als 5. Weniger Leute, 4000. Du kannst erwarten, dass vielleicht, wenn Jesus dieses Brot multipliziert, dann wir versammeln mehr Körbe für die gebliebene Brot. Aber nein, weniger. Und ich denke für mich, dass der Herr arbeitet vielleicht besser mit weniger. Weil wenn wir haben so viel, wir denken, ja, wir haben mit eigener Kraft alle geschaffen. Ist interessant, dass wir lesen in 2. König Kapitel 4, diese Frau, die ist zu Elisha gekommen und zu Elisha gesagt, Elisha, mein Mann ist gestorben und er hat große Schuld. Und jetzt, es gibt Leute, die kommen, sie will meine 2 Jungs verkaufen, Sklaven wegen der Schuld. Und die Frau hat gesagt, ich habe nichts zu Hause. Aber Elisha hat gesagt, was hast du genau zu Hause? Und sie hat gesagt, ja, nur ein wenig Öl, nicht mehr. Und Elisha hat gesagt, das ist genug. Suche viele Gewässer von deinen Nachbarn, schließe das Haus, mach Schluss das Haus und gieße dieses Öl in dieses Gewässer. Und die Frau hat dies gemacht. Und sie haben gekauft, dieses Öl gekauft, hat alle Schuld bezahlt und sie hat auch so viele geblieben gehabt, dass sie konnte von diesem Öl leben. Und was ich denke ist, der Herr braucht nicht viel zu arbeiten, aber er hat Probleme, vielleicht wenn wir so viele haben. Und ich denke, das ist interessant. Oft für uns, unser Problem, besonders in diesem Moment, wenn es gibt das Coronavirus, unser Problem, für viele von uns, die Probleme ist, wir haben zu wenig. Es gibt Leute, die sagen, jetzt Herr James, Pastor, ich kann nicht meine Cent zahlen, weil ich habe so wenig. Ich kann nicht meine Freunde besuchen oder ich kann nicht so kaufen, ich kann nicht ein Auto haben, weil ich habe so wenig. Aber ich will ein Wort von der Herr geben, dass der Herr kann dich retten, wenn du hast wenig oder wenn du hast viel. Wenn du Vertrauen, eigene Kraft oder deine Arbeit oder was du hast in Bank gesperrt, denn der Herr hat keinen Platz in deinem Leben zu arbeiten. Aber wenn du Vertrauen Gott, in diesem Moment, wenn es gibt diese Hungersnot, diese Krise, das ist die Zeit, dass der Herr kann dies wirklich erheben. Es ist interessant, dass in der Gemeinde oft wir sind bereit für Kopfschmerzen zu beten, dass wir vertrauen, Gott kann dies heilen. Oder vielleicht eine Erkältung oder kleine Krankheit. Aber wenn man kommt mit Krebs oder gelähmt oder Coronavirus, wir denken, das ist unmöglich. Aber der Herr sagt, wenn ich kann nur machen, was du kann machen als Menschen oder was ein Doktor machen kann, denn
meine Volk will meine Ehre bekommen, meine Ruhm bekommen. Sie will sagen, seine eigene Kraft hat sie gerettet. Das ist die Zeit für uns, Gott zu vertrauen, Krebs zu heilen, Coronavirus zu heilen, die lähmen Leute zu laufen, dass Gott kann Ehre bekommen. Das ist die Zeit für die, du hast keine Arbeit, Gott zu vertrauen für ein Auto oder Haus oder große Dinge, dass du kann Gottes Hand sehen und ihm Ehre geben. Es ist interessant, dass wir lesen in 2. König, Kapitel 7, dass dies war eine Zeit, wenn Israel, es war ein Feind in einer Stadt in Israel, heißt Samaria. Der Feind war überall und die Leute konnten nicht rausgehen. Und die Frauen hat eigene Kinder gekocht. Die Situation war sehr schlecht, war keiner zu essen. Die Bibel sagt, dass die Dang von die Taub, der Pupu von der Taub hat gekostet wie Gold. Das war eine sehr schwierige Situation. Aber wenn der Herr wollte Israel in diesem Moment retten, er hat nicht die Israel-Armee benutzt oder die König, er hat auch keine Armee oder Soldaten, aber der Herr hat 4 unrein, Lepers benutzt. Wenn sie haben nur ein bisschen wenig Glaube gezeigt, sie haben gesagt, wir sollen nicht nur hier sitzen und sterben, wir gehen, wo der Feind ist. Vielleicht Gott will uns Gnade geben und wir sollen etwas Essen da finden. Und als sie haben angefangen zu laufen, Gott hat ihren Schritt multipliziert und die Feinde hat gedacht, eine große Armee gegen uns kommt. Und die Feinde ist alle weggegangen. Und Israel hat so viele Mehr an der Essen versammelt. Die nächste Tag, du konntest nicht glauben. Gott hat 4 unreine Lepers benutzt, die ganzen Israel zu retten. Die Bibel sagt in Jesaja 59, meine Hand ist nicht so kurz zu retten und meine Ohren sind nicht so dick, dass ich kann dies nicht hören. Und ich verspreche dies heute, dass Gott ist noch da und er hat die starke, seine Hand ist noch stark zu retten. Es gibt nichts, das ist unmöglich. Dies erinnert mich auch Psalm 2, wo die Bibel sagt, die Heiden sind gegen die Gerechten zusammengekommen, die Könige, die Regierung, die Heiden, alle sind gegen die Gottes Leute gekommen, aber der Herr, der sitzt auf dem Thron, er lacht, er sagt, warte und sehe, was ich will machen. Weil er ist in Kontrolle, er hat alles im Griff. Ich will vielleicht enden mit einem Wort in 1. Mose, Kapitel 26. 1. Mose, Kapitel 26. Und ich will lesen Vers 12 und 13. Ja? Das ist, was die Bibel sagt. Und Isaac säte in dem Land und erntete im 7. Jahr 100-fältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Das ist die Zeit von Isaac, wo es war große Hungersnot, keine Regen. Und niemand hat gesehen. Aber Isaac war mit Gott. Und Gott hat zu ihm gesagt, das ist die Zeit für die zu sehen. Und er hat gesehen. Und die Bibel sagt, er hat große Ernte, 7 Jahre Ernte gehabt. So viele Ernte, bis er war so reich. Er hat angefangen reich zu sein, er ist reich geworden, bis er war überreich geworden. Das ist unser Gott. Immer wenn es gibt Hungersnot, Problem, Krise, der Herr kommt und seine Leute segnen, aber er segnet uns durch seine Wort. Wir müssen seine Stimme hören und tun, was er sagt. In der Zeit von Josef, es war große Hungersnot in der ganzen Welt. Aber als die Israel-Leute oder die Familie von Jakob ist zu Josef gekommen, Josef hat gesagt,
Ja, wir haben schon 2 Jahre Hungersnot gehabt, aber es kommt 5 mehr Jahre. Aber keine Sorge für euch. Ich habe ein Land in Goshen für euch gesperrt. Und da, die können da bleiben. Ihr Vieh, ihr Schafe, alle den Kindern, Enkelkinder. Ich will für euch versorgen, alle die Reichtum in Ägypten, weil alle gesperrt für die Gottesleute. Und ich will sagen, dass Jesus ist dein Josef. Er hat eine Goshen für dich. Es hat nichts zu tun mit, was du hast in deiner Hand. Der hat auch nicht viel zu tun mit, wie gut du bist, weil die Geschwister von Josef waren nicht so gut. Aber die Gnade Gottes ist auf deinem Leben. Und der Herr will für dich versorgen. Ich erwarte, dass das ist die Zeit, dass der Herr will seine Leute erheben und segnen. Das ist die Zeit für dich, eine neue Autos zu haben. Oder eine Wohnung oder ein Haus. Das ist die Zeit für uns, Gott zu vertrauen, dass wenn er uns segnet, wir können sagen, sicher, das ist nicht Mensch, das ist nicht eine Manns Hand, das ist nicht meine eigene Kraft, das ist nicht meines Vaters Erbe, das ist der Herr, der hat dies gemacht. Und dann wir können ihm Ehre geben. Aber wenn er segnet uns, wenn die Wirtschaft tut gut und wir arbeiten und wir haben viel gesperrt, dann wie kann er Ehre bekommen? Denn die Bibel sagt, wir rauben von Gott seine Ehre. Aber wie wunderbar das ist, dass wir leben in dieser Zeit, wo die Krise da ist, wenn es gibt Hungersnot, wenn vielleicht einige von euch haben keine Arbeit oder du hast Herausforderungen, aber das ist die Zeit, Gott zu vertrauen für große Dinge, dass wenn er tut dies, wir können ihm wirklich ehren und ihm anbeten. Gott segne dich. Ich will ein Kurzgebet für dich machen. Herr, hilfe uns, in Glaube zu bleiben. Hilfe uns zu wissen, dass du kannst retten mit wenig oder mit viel. Hilfe uns zu wissen, dass du versorgst, auch wenn es gibt Hungersnot. Danke, Herr, dass du bist mit uns. Dein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Segne meine Leute, Herr. Wir vertrauen dich für Heilung, für Versorgung und für alle anderen Dinge, die wir haben. In Jesus Christus Namen. Amen. Gott segne dich. Einen gesegneten Tag.